und guten Tag bei einem neuen Video von mir. Heute bin ich im Bezirk Gries unterwegs in Graz. Wo das liegt, das zeige ich dir hier, und zwar im Zentralfriedhof von Graz. Und jetzt schauen wir uns ein paar Gräber an und ich erzähle euch was über die Kirche. Leider können wir da nicht reinschauen, weil sie versperrt ist. Aber wir werden uns ein paar Gräber hier anschauen. Wenn dich die Geschichte interessiert von dem Friedhof, von der Kirche, dann begleite mich. Also, los geht's. Die Wurzeln des Zentralfriedhofs reichen zurück bis 1886, als die Hauptgebäude nach dem Konzept des Architekten Karl Lauziel erbaut wurden. Sein visionäres Design beinhaltete eine innovative räumliche Trennung von infektiösen und nicht infektiösen Leichen. Damals war es wegweisend für die Technik und Hygiene angesehen. Die Zentralfriedhofskirche, ein Meisterwerk neugotischer Architektur, wurde zu einem zentralen Punkt auf diesem Friedhof. Hier begann die Tradition der interkonfessionellen Bestattung, die bis heute anhält. Die Grazer Friedhofsfrage sorgte im späten 19. Jahrhundert für Kontroversen. Der Stadtrat strebte die Auflassung der kirchlichen Friedhöfe in Graz an. Schließlich wurde der Zentralfriedhof 1894 an die katholische Stadtpfarre verkauft und diente fortan als alleinige Begräbnisstätte. Im Laufe der Zeit wurde der Friedhof Zeuge politischer Entwicklungen und Kriege in Österreich. Das imposante Mahnmal
zur Erinnerung an die politischen Opfer des Faschismus, gestaltet von Boris Kope, erinnert an die dunkelsten Kapitel der Geschichte. Also ich habe 2 Gräber gefunden, und zwar sind die gleich Grabsnachbarn, wenn man das so sagen kann. Und zwar der Jochen Rindt liegt hier, ehemaliger Weltmeister, Formel 1 Weltmeister, und der Rudolf Karl, ein österreichischer und deutscher Volksschauspieler. Die sind gleich Nachbarn, wenn man das so sagen darf, im Grabe. Gut, dann schauen wir uns die Gräber an. Schreiten wir zum Grab von Rudolf Karl. Er wurde am 19. Juni 1899 geboren und war ein österreichischer Schauspieler und Regisseur. Karl prägte die österreichische Theaterlandschaft und wirkt in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Rudolf Karl verstarb am 15. Januar 1987. Sein Grab auf dem Zentralfriedhof ist ein Ort der Erinnerung an einen Mann, der mit Leidenschaft und Hingabe die österreichische Kulturszene bereichert. Nun begeben wir uns zum Grab von Jochen Rindt. Geboren am 18. April 1942 war er ein österreichischer Automobilrennfahrer und der einzige Fahrer, der posthum den Formel 1 Weltmeistertitel gewann. Jochen Rindt verunglückte tragischerweise am 5. September 1970 während des Trainings zum Großen Preis von Italien. Sein Grab auf dem Zentralfriedhof in Graz ist ein Ort der Verehrung für einen Rennfahrer, dessen Leidenschaft und Talent unvergessen blieben. Heute erstreckt sich der Zentralfriedhof über 25 Hektar, beherbergt mehr als 30.000 Bestattete und ist ein Abbild der Vielfalt von Graz. Hier vereinen sich verschiedene Religionen, Weltanschauungen und Nationen auf einem historischen Boden. Der Zentralfriedhof Graz, ein lebendiges Kapitel der Stadtgeschichte. Sein Wandel im Laufe der Jahre spiegelt nicht nur
Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft wieder. Das Video über den Zentralfriedhof hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da für dieses Video und abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, dein Godrebel. Ciao.